Hallo, ich bin Benedikt und heute habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für dich. Die schlechte: Du hast nicht die geringste Chance, dein Leben zu überleben. Aus der Nummer kommst du einfach nicht heil raus. Die gute: Du hast jedoch alle Chancen, dein Leben in Zufriedenheit zu leben. Das liegt ganz in deiner Hand, und zwar nur in deiner. Na toll, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Dieser Kanal will Mut zum Leben machen und gleich im Beitrag redet der Mann vom Tod. Aber klar doch, gerade deswegen. Dann haben wir das Thema wenigstens hinter uns. Vorerst. Ich will euch schließlich Mut machen, ein erfülltes Leben zu leben. Mut, eigene Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Mut, auch mal ganz anderer Meinung zu sein als die liebe Mehrheit, als die Freunde, als die Verwandten, als Eltern, als Ehepartner. Mutig ist, wer seine Ängste überwindet. Und einer der größten Ängste der Menschen ist jene vor Schmerz und Tod. Dagegen gibt es kein Mittel. Und das wissen wir alle. Daher ist den meisten der Gedanke daran schon überaus unangenehm. Ganz falsch. Wir sollten dem Tod ins Auge sehen, das Ende akzeptieren, statt so zu tun, als gäbe es das nicht. Doch genau das ist das, was unsere Gesellschaft tut. Der Tod ist ein Tabuthema. Wir leben den Traum von ewiger Jugend und Gesundheit und Schönheit. Darüber verschwenden wir unsere kostbare Lebenszeit mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Nur um Sachen kaufen zu können, die unser Leben auch nicht verlängern werden, um ein Vermögen anzuhäufen, von dem wir vielleicht nie was haben werden. Wir betäuben unsere Angst vor dem Tod mit hektischer Aktivität, sinnfreiem Konsum und wenn das nicht ausreicht, mit Alkohol, Drogen und den Heilslehren von Religion und pseudoreligiösen Bewegungen. Niemand sagt uns, dass es sich nicht lohnt, Angst zu haben. Angst ist wichtig fürs Überleben. Doch Angst vor dem Irrationalen, die macht beherrschbar. Denn wer Angst hat, wird immer tun, was ihm gesagt wird. Denkt nur mal dran, was die Menschen in der ganzen Welt wegen des Corona-Wahnsinns klaglos hingenommen haben. Sicherheit ist das große Thema und viel zu viele sind bereit, der Sicherheit die Freiheit zu opfern. Dabei ist es völlig ausgeschlossen, Leben zu retten. In einem Roman über den Hamburger Kiez sagt ein Wiener Zuhälter und Auftragskiller: Ich kann doch gar keinen ermorden, das ist ein Schmarrn. Der war doch ja eh gestorben. Ich kann ihm bloß das Leben verkürzen. So kann man das sehen und es ist völlig logisch. Im umgekehrten Bestreben, das Leben möglichst lange zu verlängern, haben wir uns die Sicherheit erfunden. Und das ist gar nicht so verkehrt. Solange sie uns nicht zu sehr entmündigt und uns lebenlänglich auf dem Niveau kleiner Kinder hält, die man vor Gefahren schützen muss. Um dieser trügerischen Sicherheit willen schränken wir uns ein. Um der vermeintlichen Sicherheit willen verschieben wir das wirkliche Leben auf einen späteren Zeitpunkt. Der Sicherheit opfern wir nur allzu bereitwillig unsere Freiheit. Unmerklich, scheibchenweise, bis es zum großen Lockdown und Kontaktverbot kommt. Was war dann mit der Freiheit? Wegen der Sicherheit. Es funktioniert natürlich nicht. Wir sterben trotzdem alle, früher oder später. Und um dieses später wird dieser Riesenzirkus gemacht, denn damit wird sehr viel Geld verdient und das erlaubt den Mächtigen, uns zu beherrschen. Wäre es nicht viel wichtiger, die Jahre, die uns gegeben sind, zu genießen, frei darüber zu entscheiden, was wir im Leben tun oder lassen wollen? Doch dazu gehört Mut. Den Mut, dein Umfeld auch mal zu ignorieren. Den Mut, den Rat jener in den Wind zu schlagen, die es nur gut mit dir meinen. Dein Umfeld wird ganz oft anderer Meinung sein, wenn du dein Leben leben willst. In meinen Videos oder in meinem Blog möchte ich dir genau diesen Mut machen. Es ist dein Leben. Du hast nur dieses eine und es gehört nur dir. 2 evangelische Geistliche haben über viele Jahre hinweg Todkranke und Sterbende begleitet und darüber ein sehr beruhigendes Buch geschrieben. Es trägt den provokanten Titel »Mir geht es gut, ich sterbe gerade«. Darin erzählen sie unter anderem davon, was Menschen in ihren letzten Tagen am meisten bereuen. Welchen Rat geben sie uns Längerlebenden? So leben, wie es einem gefällt und nicht so, wie es die anderen gerne sehen würden. Weniger arbeiten und nicht nur Geld verdienen. Gefühle zum Ausdruck bringen, statt sie für sich zu behalten. Sag jemandem einfach mal, ich mag dich. Sag ihm, das hast du gut gemacht. Sag ihm aber auch, hey, damit bist du mir ganz schön auf die Nerven gegangen. Pflege deine Freundschaften, ruf deine Freunde an, schreib ihnen, hab Zeit für sie.
Sei nicht immer in der Tretmühle und sag nicht immer, nein, nein, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und ganz wichtig, gönn dir mehr Freude. Und zwar sind es die kleinen Dinge. Du sollst dir nicht irgendwelche Luxusartikel oder teure Autos kaufen. Die Freude verfliegt schnell. Freu dich jeden Tag an irgendeiner Kleinigkeit. Freu dich meinetwegen darüber, dass du überhaupt lebend aufgewacht bist. Wäre doch schon mal Anfang. Nimm den Rat derer an, die dem Tod wirklich ins Auge blicken. Denn du hast noch viel Zeit, hoffentlich ganz viel. Ich möchte dir Mut machen, sie nicht zu verschwenden. Sei mutig, lebe wild und gefährlich, denn den Mutigen hilft das Glück. Bei mir ist jedenfalls noch immer alles gut gegangen. Und das, was nicht geklappt hat, habe ich überlebt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.